Ich bin jetzt öfter schon gefragt worden, ob ich meine Platinen eigentlich alle selber löte. Die ganze Faszination C64 ist ja für mich nach wie vor ein Hobby, wenn auch eines, das relativ viel Zeit verschlingt. Also die Frage ist durchaus legitim, lötest du das eigentlich selber, gibst du das außer Haus, bestellst du das vielleicht sogar in China? Ist nicht der Fall. Ich löte tatsächlich selbst, aber weil es halt doch ein bisschen zeitintensiver geworden ist über die Zeit, habe ich mir ein Lötbad angeschafft. Da kommt dann normalerweise die Frage, was ist ein Lötbad? Weil das offenbar nicht bei allen Leuten tatsächlich sofort präsent ist, was ein Lötbad ist und weil die sich auch nicht darunter vorstellen können, wie das funktioniert, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Video. Bevor man aber loslegen kann, muss man die Platine erstmal dafür vorbereiten. Und zwar geht das los, dass man hier so einen Teflonstreifen, das ist ein Klebestreifen, ganz normaler, den klebt man auf die Stellen drauf, die zwar später ins Lötzinn getaucht werden, die aber kein Lötzinn annehmen sollen. Ist also zum Beispiel bei so einer Final Cartridge für einen Expansion Port, da soll natürlich die untere Reihe der Kontaktstifte oder Kontaktflächen soll natürlich nicht mit Lötzinn benetzt werden, sondern die soll frei bleiben, oben wie unten. Oben bleibt sie von allein frei, weil man es ja nicht ganz eintaucht, sondern nur die Unterseite. Aber eben an der Unterseite braucht man dieses Teflonband, damit da kein Lötzinn an die Kontaktflächen kommt. So ein Teflon-Klebeband ist gar nicht mal so günstig. Ich habe für die Rolle um die 30 € bezahlt, wenn ich mich recht erinnere. Klar, man braucht natürlich nicht viel, es sind ja immer nur kleine Stückchen, die man da drauf klebt. Dennoch nehme ich die Streifen doppelt, also ich schneide sie in der Mitte durch, dann habe ich halt den doppelten Nutzen davon. Dann geht es weiter, bevor man das Lötbad anheizt, die Platinen bestücken. Damit sind meine Platinen alle bestückt, also mit Bauteilen versehen, und es kann weitergehen zum Löten. Dafür muss ich natürlich erstmal wieder umbauen. Dann kann es losgehen. Hier mein Lötbad ist jetzt natürlich noch kalt. Hier ist der sogenannte Löttiegel. Da ist Lötzinn drin. Das bleibt da auch drin, wenn es erkaltet. Das ist tatsächlich nur Zinn und Kupfer, also SN92Cu8, bleifrei und wird in solchen Stangen geliefert. Dadurch, dass die hauptanteilig nur Zinn sind und Kupfer, ist das relativ einfach zu biegen. Kann man einfach so mit der bloßen Hand kann man das biegen. Ich mache mir da immer so kleine Schneckchen, dann kann ich die dann nämlich schön reinlegen. So, nachdem heute viel gelötet wird, brauche ich 2 davon. Das hier ist das Flussmittel, was normalerweise im Lötzinndraht als Seele im Inneren oder in der Mitte eingearbeitet ist. Geht hier extra, weil hier in diesem Bad wirklich nur das reine Lötzinn drin ist und kein Flussmittel. Und dann können wir einschalten. Der eigentliche Lötvorgang ist dann eigentlich ein ganz einfacher. Die Platine wird in das Flussmittel getaucht, hier in flüssiger Form in dem rechten Schälchen und mit Flussmittel benetzt. Danach kommt die Platine in das eigentliche Lötbad mit dem heißen Lötzinn. Bei mir hat das eine Temperatur von ungefähr 290 Grad. Kommt ebenso wie die Lötdauer ein bisschen auf die Gegebenheiten an. Ich mache so 4 bis 5 Sekunden, dass ich das da reinhalte.
und wirklich nur reinhalten, nicht untertauchen, sondern nur so, dass die Lötseite der Platine mit dem Lötzinn in Kontakt kommt. Danach die Platine beiseite legen, sodass sie abkühlen kann. Dieses leichte Britzeln im Flussmittel, das liegt an den vorangegangenen Lötvorgängen, bei denen natürlich die Lötzange auch Hitze aufnimmt im Lötbad. Und durch diese Hitze, je nachdem wie schnell man das hintereinander wegarbeitet, kommt es also im Flussmittel dann auch schon zu so einem leichten Aufheizen des Flussmittels. Von der Oberfläche des Lötzinns nehme ich also immer wieder die Schlacke ab. Man sieht es hier ganz gut, das Gelbe, das ist so ein bisschen überflüssiges Flussmittel. Genauso verbrannte Verunreinigungen auf der Unterseite der Platine, also einfach Zunder. Das nimmt man weg, weil das einfach die Lötfähigkeit beeinträchtigt. Ist also genauso wie in der metallverarbeitenden Industrie. Da zieht man auch die Schlacke ab, damit man das reine Metall für die Verarbeitung hat. Diesen Lötrauch sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht einatmen. Weil meine Absauganlage aber so einen komischen Brummton in den Videos macht, habe ich die hier weggelassen. Hier nochmal die Unterseite der Platine. Da kann man auch sehr gut das Teflonband erkennen, wie es also das Lötzinn von der Platine fernhält. Es kann jetzt sein, dass sich so ein paar Lötpunkte, also benachbarte Lötpunkte, verbunden haben. Das muss man eben dann manuell nachlöten. Wer übrigens meint, das hier sei eine Grillzange, vollkommen richtig. Das ist eine Grillzange, eine ganz normale handelsübliche Grillzange. Sowas gibt es auch in speziell, da sind die Zinken dann etwas rechtwinkliger, einfach besser, um die Platine dann damit zu greifen. Ich habe so eine in Europa nicht bekommen. Ich hätte die in Japan oder Amerika oder sonst wo bestellen müssen für 50 US-Dollar aufwärts. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgeschaut, 5 Euro Grillzahle, top. Jetzt geht es also daran, die ganzen Drahtüberstände von den Bauteilen zu entfernen und natürlich die Teflonstreifen abzunehmen. Nun predige ich ja in meinen Videos, in meinen Lötvideos immer, dass man diese Drahtreste möglichst festhalten soll beim Abknipsen, damit die eben nicht unkontrolliert in der Gegend rumschießen und ein Verletzungsrisiko darstellen. Schlimmstenfalls natürlich für die Augen. Hier mache ich das einfach aus Geschwindigkeitsgründen anders. Es geht halt schneller, wenn man es so macht. Ich habe mir hier eine Pappschachtel rechts hingestellt und ein Geschirrtuch drüber gehängt. Und achte also darauf, dass meine Drahtreste in diese Richtung schießen, sodass sie dann vom Geschirrtuch abgebremst werden. Die prallen also da auch nicht mehr davon ab, sodass sie dann wieder geschossen werden könnten. Und so ist also das Verletzungsrisiko gebannt.
Hier habe ich also gleich mal eine Platine rausgesucht, die ist nicht ganz perfekt aus dem Lötbad gekommen. Ich zeige das mal eben unter dem Mikroskop. Gut, sieht man sehr deutlich, hier ist eine Lötbrücke. Die ganze Pin-Reihe, da gehört natürlich nichts verbunden. Die muss also weg. Und ein kleines Stück weiter haben wir hier einen Lötpunkt. Da ist überhaupt kein Lötzinn dran gekommen. Das heißt, hier muss nachgelötet werden. Die Lötarbeiten abgeschlossen, werden die Platinen noch gereinigt, also vom überflüssigen Flussmittel befreit, insbesondere im Bereich der Steckkontaktflächen. Danach werden ICs und andere Bauteile eingesetzt, um die Platinen in einen betriebsfertigen Zustand zu versetzen. Als nächstes folgt selbstverständlich ein Funktionstest. Jedes Modul wird einzeln geprüft.